Muss der jetzt gehen? Schieben Sie den ab oder kann der bleiben? Ich habe zu Beginn gesagt, dass wir grundsätzlich zwischen Asyl und Zuwanderung der jetzt hier in Duldung ist. Moment, genau, unterscheiden müssen. Ich habe die Gesetze nicht gemacht. Verstehen Sie? Naja, aber Sie müssen mit den Leuten umgehen, die jetzt hier sind. Ich habe Wenn Sie die regierungsfähig sein wollen, müssen aber Sie ich habe jetzt mit diese den Gesetzen Gesetze, umgehen. die AfD hat diese Gesetze nicht gemacht, die aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Meine Frage bezieht sich darauf, auf die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Wenn ich mir Ihr Wahlprogramm anschaue, dann habe ich Angst um meine Zukunft. Ich bin homosexuell und ich habe Angst. Übrigens sollten Sie auch Angst haben, denn Mitglieder Warum sollte ich Angst haben? Mitglieder Ihrer Partei, die wollen die Homosexuellen vielleicht mal wieder ins Gefängnis oder ins KZ stecken. Wie können Sie eigentlich Mitglied dieser Partei sein als homosexuelle Person? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ist das eine Hidden Agenda, die die AfD hat, indem sie hinter geschlossenen Türen oder in Gedankengut schon überlegt, die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft dort zu revidieren? Hey Leute, was gestern in der ARD-Wahlarena abging, ist einfach unglaublich. Alice Weidel liefert souveräne Antworten, doch die Moderatorin funkt permanent dazwischen. Jedes Mal, wenn eine kluge Aussage kommt, wird sie unterbrochen und das Publikum wieder einmal linksgrün durchsetzt. Zufall? Kaum. Und als Krönung ist der letzte Fragesteller etwa der Ehemann der Moderatorin. Ein handfester Skandal bahnt sich an. Bleibt dran, denn das müsst ihr euch selbst ansehen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf geht's! Ihre Partei verschreckt junge Pflegende aus Indien, aus Afghanistan, ganz viele Menschen, die bereit sind, sich bei uns zu integrieren, die B1-Level haben, um Sprachen zu lernen. Warum sagen Sie auf Ihrem Parteitag, die Grenzen sind dicht zu machen? Warum sagen Sie nicht angesichts unseres demografischen Wandels, wir brauchen dringend Menschen aus allen Ländern dieser Welt, um Pflege noch zu gewährleisten? In Hamburg musste die Diakonie, ich bin katholischer Priester, 5 Altenheime schließen wegen Mangel an Pflegekräften. Gehen Sie durch die Altenheime in Hamburg, kommen Sie in die Uniklinik in Kiel, ohne Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Brasilien, aus Indonesien. Noch mal konkret die Frage an Frau Was Weidel. wollen Sie dafür tun, dass Fachkräfte nicht verschreckt werden, wie in England nach dem Brexit, wo plötzlich die qualifizierten polnischen Fachkräfte nicht mehr in England geblieben sind? Also mit anderen Worten, wie wollen Sie das gewährleisten, wenn Sie gleichzeitig mit Remigration arbeiten? Ja. Also es geht um so eine Art Willkommenskultur, oder was meinen Sie? Es geht um wir brauchen weiter eine Willkommenskultur, damit Pflege laufen kann. Sonst wird meine Generation nicht mehr gepflegt werden. Wir haben zu wenig Menschen für Pflege. Dann gib mir das. Eine ähnliche Frage ist Ihnen ja beim ZDF gestellt worden von einem Mann in der Altenpflege, aus der Altenpflege. Da haben Sie gesagt, da haben Sie müssen Frau Weidel auch die Chance geben, zu antworten, Frau Weidel. Natürlich. Erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Frage und vor allen Dingen Dankeschön für Ihr Engagement. Da haben Sie wirklich die Hochachtung von uns allen, glaube ich, und vor allen Dingen auch von mir. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das machen. Es gibt viel zu wenige vom Schlage wie Sie, die das tun. Zu Ihrer Frage. Ich möchte Sie gerne beruhigen. Ich vertrete den Grundsatz, dass wir grundsätzlich zwischen Asyl und Zuwanderung unterscheiden müssen. Dieser Staat hat das bisher nicht gemacht. Es wird alles vermischt. Und wir haben illegale Migration seit 10 Jahren in unser Land. Für was ich stehe, ist, diese illegale Migration zu stoppen. Und dass wir uns von den Menschen trennen, die illegal sich in unserem Land aufhalten und die straffällig geworden sind. So, das ist Punkt 1. Das Zweite ist, wir brauchen eine Zuwanderung. Völlig klar. Diese Zuwanderung aber muss qualifiziert sein in den Arbeitsmarkt. Sie muss ausgebildet sein. Und dafür müssen wir als Land attraktiv sein, also für eine qualifizierte Zuwanderung. Und ich glaube, dass wir das grundsätzlich trennen müssen, gesetzlich. Und das ist bislang leider nicht der Fall. Und das müssen wir ändern.
Da hätte ich ganz kurz was, weil es gibt ja viele, die sind jetzt hier, die machen eine Ausbildung, Ja. zum Beispiel ein Pflege-Azubi. Es gibt aber auch viele, die haben nur einen Duldungsstatus. Jetzt steht bei Ihnen im Wahlprogramm, Sie wollen den Beschäftigungs- und die Duldung streichen. Was passiert dann mit so einem Pflege-Azubi, der jetzt im 2. Ausbildungsjahr ist, den wir unbedingt brauchen, der aber nur geduldet ist? Muss der jetzt gehen? Ich würde das gerne noch mal ergänzen. Es ist einfach so, dass mich zum Beispiel im Moment unsere Schülerinnen und Schüler fragen oder auch andere Menschen mit Migrationshintergrund, müssen wir befürchten, rausgeschmissen zu werden? Kriegen wir Familiennachzug? Können wir noch hoffen, dass wir uns hier, wenn wir uns integrieren wollen, auch noch willkommen sind? Und das geht durch die Art und Weise, wie im Moment über Migranten gesprochen wird, auch gerade auf Ihrem Parteitag. Tut mir leid, Frau Weidel, das geht verloren, dieses Klima. Ist willkommen. Macht Menschen Angst. Der Staat sollte sich an seine eigenen Gesetze halten, an Recht und Gesetz. Das tut der Staat seit 10 Jahren nicht. Es wird gegen das Grundgesetz verstoßen, gegen das Asylgesetz, gegen internationale Regeln, Dublin-Verordnung. Deutschland bricht Recht und Gesetz seit über 10 Jahren, angefangen mit Angela Merkel, fortgeführt durch die Ampel. Das ist nun einmal Fakt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben eine überbordende Kriminalität in Deutschland, eine überbordende Ausländerkriminalität belegt durch die polizeiliche Kriminalstatistik. Wir haben eine Kriminalitätsbelastung von Einwanderern, zum Beispiel aus Afghanistan, am höchsten von Rohheitsdelikten und dann gefolgt von Irakern und Syrern. Und das ist ein riesiges Problem. Und ich glaube, dass dieses Problem in den vergangenen Jahren nicht adressiert wurde. Jeder, der das adressiert hat, wie wir, wurde in die rechte Ecke gestellt. Ich halte das für völlig falsch. Man muss diesen Meinungskorridor öffnen, um diese Probleme unbedingt in unserem Land zu diskutieren. Weil ansonsten ist es genau das, was Sie beschreiben, öffnet das ein Klima der gesellschaftspolitischen Verwerfung. Frau Weidel. Und darum müssen wir uns in erster Linie an Recht und Gesetz halten von Seiten der Regierung. Das wird nicht gemacht. Ich hatte gerade Und noch eine inhaltliche dementsprechend Frage. gerne. Wollen wir darauf noch mal auf diesen Duldungsstatus? Jemand, Sehr der gerne. jetzt hier arbeitet, in Ausbildung ist, in Duldung ist, muss der jetzt gehen? Schieben Sie den ab? Oder kann der bleiben? Ich habe zu Beginn gesagt, dass wir grundsätzlich zwischen Asyl und Zuwanderung Der jetzt hier in Duldung ist. Moment, genau, unterscheiden müssen. Ich habe die Gesetze nicht gemacht. Verstehen Sie? Naja, aber Sie müssen mit den Leuten umgehen, die jetzt hier sind. Ich habe Wenn Sie die Gesetze, regierungsfähig genau, sein richtig. wollen, müssen aber Sie ich habe jetzt mit diese den Gesetzen Gesetze, die umgehen. AfD hat diese Gesetze nicht gemacht, die aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Muss der weil eben Pflegeazubi, genau, der geduldet ist, weil nämlich, ich will es Ihnen kann er erklären. bleiben oder muss er gehen? Wenn Sie mir eine Frage stellen, darf ich auch Ja antworten. oder nein? Genau, aber ich habe die Gesetze nicht gemacht. Ich habe Ihnen eben gesagt, erklärt, zweimal, dass wir zwischen Asyl und Zuwanderung unterscheiden müssen. Und dadurch beantwortet sich Ihre Frage. Jemand, der geduldet wird, dessen Antrag wurde abgelehnt. Und dementsprechend müssen diese Leute konsequenterweise auch dieses Land verlassen. Der Pflegeazubi Nein, gehen. der kann aus meiner Sicht qualifiziert zuwandern, wenn er die Ausbildung Das heißt, hat. er muss gehen und Als wieder kommen? Pfleger, Iran zurück. nein. Okay, wir machen Nein. weiter. Wir Es machen- gibt viele Fragen, wir Wir hängen uns brauchen jetzt eine hier auf. qualifizierte. Wir kommen das jetzt ist hier nicht gerade- weiter. Moment, Wir kommen Moment. ja nicht weiter. Nein, doch. Wir kommen nämlich genau da weiter, weil wir qualifizierte Zuwanderer brauchen. Dieser Mensch, egal Ja. woher er kommt, wenn er die Ausbildung hat und Bitte. wenn er hier in Deutschland arbeiten möchte, dann ist er herzlich willkommen. Ja. Wenn er hier Steuern zahlen will, Ja, den würde Menschen der hilft. Pflegeazubi, der geduldet ist, Und ja auch der ist vielleicht gerne herzlich machen. und der ist herzlich willkommen. Irgendwie können wir es bei nicht uns. so richtig klären. Es Nein, ist doch. total schade. Aber die Dame hier dahinter, die guckt schon die ganze Zeit so konzentriert. Ich bin wirklich entsetzt, was Sie hier sagen. Ganz ehrlich. Auf der einen Seite sagen Sie, die Geduldeten, also die die Duldung nicht haben, die sollen gehen. Aber wenn sie dann eine Qualifizierung haben, können sie wiederkommen. Was ist das denn? Okay. Also, Okay, Sie sind entsetzt. Sie sind entsetzt, aber Sie waren auch schon dran. Deswegen würde ich sagen, wir müssen einfach möglichst viele verschiedene Leute. Aber genau das habe ich nicht gesagt. Derjenige, der soll nicht wiederkommen. Grundsätzlich müssen wir trennen zwischen Asyl und Okay. Zuwanderung. Dann Nein, machen jeder, wir der, jetzt- Gehen wir jeder, einmal der, Dann machen wir da oben. jeder, der ein junger qualifiziert Mann, ist, ein jeder, der junger Mann in Weiß qualifiziert da ist, oben. jeder, der qualifiziert ist,
Jeder, der qualifiziert ist, ist herzlich willkommen. Illegale sind in unserem Land nicht mehr willkommen. Das ist einfach so. Bitte. Und wir werden sie ausweisen. Ja, Natürlich. Schönen guten Abend, Bitte. Frau Weide. Mein Name ist Samuel Everding. Ich komme aus Hameln. Meine Frage bezieht sich darauf, auf die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Wenn ich mir Ihr Wahlprogramm anschaue, dann habe ich Angst um meine Zukunft. Ich bin homosexuell und ich habe Angst. Übrigens sollten Sie auch Angst haben, der Mitglieder... Warum sollte ich Angst Mitglieder haben? Ihrer Partei, die wollen die Homosexuellen vielleicht mal wieder ins Gefängnis oder ins KZ stecken. Wie können Sie eigentlich Mitglied dieser Partei sein als homosexuelle Person? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Das ist ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem, was Sie haben. Sie vertreten nämlich alles, das, wofür die AfD nicht steht. Und ich möchte Sie ganz konkret fragen, warum wollen Sie diese Politik dann umsetzen, wenn Sie nicht glaubwürdig sind, weil Sie für alles das stehen, was die AfD bekämpfen will? Welche Politik denn? Die Frage an Sie war, Ja, bitte, Ja. bitte. Gerne, Ich glaube, Sie welche- haben ja. den Punkt schon gemacht. meine Frage war an Sie, wie wollen Sie uns erklären, dass Sie Kanzlerin werden wollen, wenn Sie ein massives Glaubwürdigkeitsproblem haben? Ich möchte fragen, wie wollen Sie diese Glaubwürdigkeit von uns, der Generation von mir und den anderen Generationen, wie wollen Sie die überhaupt zurückgewinnen, wenn Sie eben für das stehen, was die AfD nicht macht? Ich glaube, dass wir den jungen Menschen, vor allen Dingen ihnen, eine Perspektive bieten müssen. Darum ist unser Wähleranteil vor allen Dingen bei jungen Menschen wie bei Ihnen sehr hoch. Und das auch zu Recht. Ich möchte, dass Sie eine Zukunft haben. Ich möchte, dass junge Menschen in der Schule, in der Ausbildung, im Studium eine Zukunft haben, dass sie sehr gut ausgebildet werden und dass sie vor allen Dingen in Freiheit aufwachsen können, ohne Verbote von einem übergriffigen Staat, der sagt, was die jungen Menschen zu tun und zu lassen haben. Ich halte das für völlig falsch. Ich möchte, dass Sie in Ihrer Generation in Freiheit leben und vor allen Dingen später Vermögen bilden können und nicht in Grund und Boden besteuert werden, durch Inflation dann um ihre Kaufkraft gebracht werden. Das wünsche ich mir für Sie, dass Sie Ihre Familie gründen können, so wie Sie das wollen, dass Sie frei nach Ihrer Fasson leben können, so wie ich das Gott sei Dank auch kann. Okay, gut, machen Dann wir hier weiter. machen Auf der Seite wir noch hier viele, mal viele Fragen. weiter und nehmen Sie da in der zweiten Reihe, genau. Ich bin Luzi, können wir das ein bisschen hören? Danke. Ich komme aus Hamburg, ich bin 20 Jahre alt und ich habe mal eine ganz andere Frage, die habe ich in dem Wahlkampf noch gar nicht gehört. Ja. Und zwar habe ich in letzter Zeit viel mit Freunden und auch meinen jüngeren Schwestern über das Thema Social Media geredet. Ja. Und ich habe auch selbst mich in meiner ehemaligen Schule viel engagiert und hatte dadurch viel mit jüngeren Kindern zu tun. Und ich persönlich, und nicht nur ich, sondern auch die Forschung, die sehen Social Media als eine reelle Gefahr, weil sie Depression und Konzentrationsfähigkeit bedingen und auslösen können bei Kindern und Jugendlichen. Und deshalb möchte ich von Ihnen wissen, wie Sie dazu stehen, Social Media auch in Deutschland erst ab 16 zu legalisieren. Das ist eine interessante Fragestellung, muss ich sagen. Die ist gut, ja. Ich glaube, das Grundproblem, und das ist ja auch bestätigt in der Hirnforschung, ist der Gebrauch nicht speziell von Social Media, aber von Handys, von Tablets, angefangen bei Kindern, bei Jugendlichen. Im Übrigen, ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Meine Kinder sind 8 und 12 Jahre alt. Mein Ältester hatte heute Geburtstag oder hat heute Geburtstag. Ich kann leider nicht bei ihm sein. Aber das ist genau die ganz große Herausforderung. Wie steuert man das zu Hause, wenn die Kinder das in der Schule von ihren Freunden vorgelebt bekommen, dass man gamen darf, dass man aufs Handy schaut? Und ich glaube, wir müssen erst bei uns selbst anfangen. Wir Erwachsenen, wir erwischen uns selbst immer ganz oft, dass wir permanent auf diesem Handy sind. Wenn ich zu Hause bei meinen Kindern bin, ich diszipliniere mich, vor meinen Kindern nicht dieses Telefon permanent in der Hand zu haben und auch nicht am Tisch, sodass sie eine Gesprächskultur für junge Leute, für Frage war nach Kinder der gesetzlichen entwickeln können. Regelung. Wunderbar, dass Das Sie ist da so ganz ambitioniert sind, aber das ist eben oft, vor allem in bildungsfernen Haushalten, nicht der Fall. Und meine konkrete Frage ist jetzt, wie stehen Sie zu diesem Verbot? Das ist meine Frage und nicht, wie Sie das Ab 16 war die Frage. Ich glaube, dass grundsätzlich
Tablets und Handys, also private Tablets und Handys, an Schulen nicht gehören. Ich glaube, dass Kinder Es geht um Social Media, weil ich sehe Social Media als also Gefahr. das grundsätzlich. Warum sehen Sie Social Media als Gefahr? Naja, also es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Netflix-Dokumentation, Ja. The Social Dilemma, ganz große Empfehlung, einmal an alle. Okay. Danach habe ich mein Handy erstmal weggelegt, weil es macht einem wirklich Angst. Und ich habe das gesehen in der Schule, ich sehe das bei meinen Geschwistern, ich sehe das in meinem Umfeld. Alles dreht sich ums Handy und um Social Media. Und ich mache mir Sorgen um die Zukunftsfähigkeit meiner Generation, wenn wir von Depression und Konzentrationsunfähigkeit geprägt sind. Und ich glaube, wir können das alle bestätigen, dass wenn wir ein Handy neben uns liegen haben, wir uns nicht mehr so gut konzentrieren Also, können. die Frage ist, Social Media Ja, verbieten ist so. bis Das stimmt. 16 Jahre. Ja, Sind das Sie dafür stimmt. oder dagegen, Frau Weidel? Ich kann das so aus dem Stegreif nicht ja oder nein, ab 16 Social Media kann ich so nicht seriös beantworten. Ich nehme das gerne mit. Ja, wunderbar. Ich glaube aber, dass wirklich an Institutionen, an Erziehungseinrichtungen, An Schulen wollen Sie es nicht. Ja, Das haben wir genau. verstanden. Also ich Dann halte das für schwierig. Dann machen wir noch Nehmen eine Sie weitere- Dafür einsetzen, ich finde das absolut wichtig. Ja, interessanter Punkt. Ich nehme Punkt den ist mit. Danke. angekommen. Dann machen Ja. wir weiter. Aus diesem Block hatten wir, glaube ich, noch gar keine Frage. Vielleicht in der zweiten Reihe, der Herr. Ja, guten Abend. Mein Name ist Frank Walter. Ich komme aus Zeuthen und ich habe eine Frage nochmal zur Pflege. Es waren ja schon ein paar Pflegebeiträge hier heute Abend da. Ganz persönlich, meine Frau ist in einer Pflegeeinrichtung stationär und ich bezahle knapp 4.000 Euro. Ich bin da sicherlich nicht der Einzige in Deutschland, der so hohe Beiträge leisten muss. Selbstbeteiligung. Und es gab schon Politiker, die gesagt haben, ja, wir können die Pflegeversicherung nicht als Pflegevollversicherung ausbauen, Was ist weil Ihre das eben Frage? zu teuer ist. Meine Frage ist, wie würden Sie, Frau Weidel, wenn Sie in Verantwortung wären, wie würden Sie dieses Problem lösen, dass wir nicht irgendwann alle oder die Pflegebedürftigen alle in die Sozialhilfe fallen? Danke. Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Walter. Ich glaube, das hängt an verschiedenen Faktoren. Die Pflege muss vor allen Dingen zunächst finanzierbar sein. Und das heißt, sie unterliegt einer Tragfähigkeit in einem Sozialversicherungssystem. Und ein Sozialversicherungssystem lebt davon, dass Einzahler und Auszahler sich die Waage halten. Wenn das in Schieflage gerät, das heißt, wenn wir einen Influx von sehr vielen Empfängern bekommen, die niemals eingezahlt haben, dann gerät dieses Sozialsystem, auch die Pflege, in Schieflage und dadurch erhöhen sich die Beiträge. Das sehen Sie auf Ihrem Zettel über die letzten Jahre, dass die Beiträge steigen. Das ist die Situationsbeschreibung, Frau Weidel. Was ist die Richtig, Lösung? aber darum, ja, es ist genau das, dass das abzustellen ist, dass das aufhören muss. Wir können nicht Menschen in unser Land lassen, millionenfach, die keine Beiträge leisten. So, wir brauchen eine qualifizierte Zuwanderung. Das Thema hatten wir eben, das ist enorm wichtig. Das heißt, das Sie wird von beantworten die diesem Frage Staat, der das wird von Pflege dem mit Staat der vergessen. Frage der Migration? Das wird unter anderem, es sind verschiedene Faktoren. Sie, und wir brauchen Sie kennen das vernünftiges aus der Praxis? Macht das Sinn? Beitragsniveau und Sie müssen vor allen Dingen, bitteschön, Herr Walter. Ja, ich höre weiß Ihnen nicht, zu. ob das jetzt die Lösung ist generell. Also ich denke mal, man müsste an mehreren Punkten ansetzen. Richtig. Erstmal die Einzahler, die Anzahl der Einzahler müsste größer werden natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, wenn man nur die Beiträge jedes Jahr erhöht, wie es jetzt dieses Jahr wieder passiert ist. Und da werden die Arbeitnehmer belastet, die Leute, die natürlich dann gepflegt werden müssen. Ja. Die Beiträge steigen trotzdem, weil die Kosten ja jedes Jahr steigen. Richtig. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Lösung jetzt aussehen sollte, deswegen, ich bin kein Fachmann. Ich sehe es nur aus meiner persönlichen Betroffenheit. Okay. Das bekommen Sie in den Griff, indem die Einzahlung und die Auszahlung sich die Waage halten. Und das ist eben das Ungleichgewicht, was entstanden ist. Und das kann so nicht sein. Und wir werden das in einer Regierung stoppen. Vielen Dank, Herr Walter. Machen wir, hier, gehen wir mal nach ganz oben. Da ist die junge Frau im Anzug. Frau Weidel, mein Name ist Lucy Stolte. Ich bin 23 Jahre alt, seit 3 Jahren Bäckermeisterin im elterlichen Betrieb in Sprockhövel, das ist in NRW. Es ist halt so, dass wir in den letzten Jahren immer wieder feststellen mussten, dass wir kaum mehr Fachpersonal bekommen. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass es einfach auch zu gering vergütet wird und
auch einfach daran, dass die Leute nicht mehr nachts arbeiten wollen oder halt eben auch nicht am Wochenende arbeiten wollen. Auf der anderen Seite stehen aber wir als kleiner Arbeitgeber da. Wir möchten gerne unsere Leute oder unser Personal gerecht vergüten, können es aber nicht, da auf uns immer mehr enorme Energiekosten, Materialkosten zukommen, auch eine extrem hohe Steuerlast und ein riesiger bürokratischer Aufwand, der auch nochmal zusätzlich Personal fordert und dementsprechend auch wieder Geld kostet. Wir müssen das dann umlegen auf unsere Produkte, sind dann aber nicht mehr wettbewerbsfähig, weil wir auch einfach sehr klein sind vom Betrieb her. Und meine Frage ist da halt einfach allgemein, wie können wir da eine gerechte Lösung für beide Seiten finden, so dass wir, weil Mitarbeiter sind einfach das Wichtigste für ein Unternehmen, ohne sie funktioniert gar nichts. Und vor allen Dingen angesichts angesichts des fehlenden Das ist sehr gut, was sie sagt. Angesichts des Einfach mal fehlenden zuhören, ja? Genau. Nur weil so viele da sind. Das war eine zärtliche Bitte. Ja, nein, das ist interessant. Hören Sie sich das an? Ja, gerne. Angesichts des fehlenden Nachwuchses, wie können wir das Bäckerhandwerk oder allgemein das Handwerk für junge Leute wieder attraktiv gestalten? Super Frage. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Erstmal muss es sich für Sie als Bäckereibetrieb wieder lohnen. Sie verdienen viel zu wenig Geld, das haben Sie gerade gesagt. Viele Bäckereien schließen in Deutschland, reihenweise im Übrigen. Kleine Und das Betriebe ist vor allem. kleine Betriebe. Wir haben vielleicht auch für Sie interessant, wir haben die höchste Insolvenzrate seit 25 Jahren. Das ist ein absolutes Politikversagen der letzten 20 Jahre, was wir gerade erleben. Und die Ursachen sind mannigfaltig. Die erste Ursache ist die viel zu hohen Energiepreise. Wir haben die höchsten Energiepreise weltweit. Und das liegt an der Energiepolitik, die wir betreiben. Und das schlägt bei Ihnen in einem Bäckereibetrieb voll durch. Das sind die Energiekosten. Das Zweite ist, die steuerlichen, Portale, die das einschätzen, doch, liegen ist aber in Deutschland so. nicht ganz. Fragen Sie die Unternehmen und auch die Verbraucher. Okay, wir können es im Faktencheck prüfen. Das Zweite, gerne prüfen Sie es unbedingt im Faktencheck. Okay, machen wir. Prüfen. Ja. Und das Zweite ist die viel zu hohe Steuer- und Abgabenlast. Für Sie, für die Arbeitnehmer. Das ist viel zu viel. Wir müssen mit den Steuern deutlich runter. Und vor allen Dingen auch, Sie werden das bestätigen können, Sie leiden, dritter Punkt, unter Bürokratie. Sie haben permanent Berichtspflichten, wenn Sie den ganzen Tag im Laden stehen. Und das ist das, was ich auch von Kolleginnen von Ihnen höre. Sie stehen den ganzen Tag im Laden. Sie stehen super früh auf. Sie backen das Brot, kriegen es teilweise geliefert. Und abends müssen Sie sich dann noch hinsetzen und Berichte schreiben, um der deutschen Bürokratie gerecht zu werden. Ich sage ganz einfach, diese Bürokratie muss unbedingt weg. Die Steuern müssen runter und wir müssen zu einer grundlastfähigen Energieversorgung. Oder mehr für Leute, die mehr die verdienen bei Ihnen. Energiepreise zu senken, damit auch Bäckereibetriebe wieder mehr Geld verdienen. Bitte? Es gibt einen Flyer von der AfD, da führen Sie die jährlichen Einsparungen durch die AfD auf, nach Einkommen gestaffelt. Und da heißt es zum Beispiel, wer 2050 € verdient, der spart über ein Jahr dann 2.200 €. Wer 4.000 € verdient, der spart am Ende des Jahres schon 7.279 €. Das heißt, wer gering verdient, wer wenig verdient, spart wenig. Wer viel verdient, der spart auf einmal ganz viel. Ist das nicht ungerecht? Wir wollen vor allen Dingen die geringen Einkommen, die mittleren Einkommen, die Familien entlasten. Durch Freibeträge machen sie das. Pro Erwachsenen 15.000 € Freibetrag, pro Kind 12.000. Wir wollen das Familiensplitting. Und das hieße bei einer 5-köpfigen Familie, dass sie eigentlich bis fast 70.000 € brutto steuerfrei bleiben. Und das ist ein wunderbares Entlastungsprogramm, was, glaube ich, jeden Arbeitnehmer in Deutschland freuen würde. Auf der anderen Seite müssen Sie, um das gegenzufinanzieren, müssen Sie natürlich mit den Ausgaben runter. Dieser Staat gibt trotz Rekordsteuereinnahmen viel zu viel aus. Und da müssen wir den Rotstift ansetzen und auch unsinnige Ausgaben, die auch ineffizient zusammenstreichen. Und dann kriegen Sie das sehr gut
gut gegenfinanziert und haben nachher sogar auch einen Überschuss. Und vor allen Dingen, was vielleicht noch wichtig ist, wir müssen mit den Konsumsteuern runter. Das ist auch das, was Sie eben angesprochen haben. Konsumsteuern wie Mehrwertsteuer schlägt ja auf uns alle durch. Sobald wir etwas kaufen, die Steuern sind viel zu hoch. Auch hier müssen wir deutlich verringern. Weil Sie gerade über die Freibeträge gesprochen haben, Forschungsinstitute haben die alle schon gegenrechnet. In der Gesamtrechnung kommt darauf, dass sie Leute, die weniger verdienen, trotzdem mehr belasten, deutlich mehr belasten als Leute, die ein größeres Einkommen haben. Nein, warum denn? Warum? Ich habe es Ihnen gerade vorgerechnet. Das ist eben nicht der Fall. Der Freibeträge. Ja, der Faktencheck, bitte. Ja, der Faktencheck. Der Faktencheck. Gut. Dann So, würde ich sagen, schalten wir, Frau Weidel, das machen wir bei jeder Kandidatin, jedem Kandidat einmal nach Hamburg zu Amelie Weber. Amelie, was gibt es für Fragen von dir? Ja, guten Abend. Genau, wir streamen weiter auf allen Social-Media-Plattformen der Tagesschau und es wird kontrovers diskutiert, kann ich euch sagen. Es kommen tausende Kommentare, Fragen rein, auch an Sie, Frau Weidel. Und eine möchte ich jetzt einfach wörtlich vorlesen. Sie kommt von Conny Buntstift bei Twitch. Und da steht: Frau Weidel, der Austritt aus der EU von Großbritannien führte die Briten in einen wirtschaftlichen Abgrund. Weshalb wollen Sie jetzt denselben Weg gehen und was erhoffen Sie sich davon? Er bittet um eine konkrete und für jeden verständliche Antwort. Zu uns beiden. Ja, sehr Oder gerne. hier, für alle. Wir fordern nicht den Austritt aus der EU. Wir sagen ganz klar, dass die EU ihre Kompetenzen überschreitet. Und wir brauchen einen Kompetenzrückbau der EU, weil die EU einfach auch Verordnungen erlässt. Stichwort Verbrennerverbot, Stichwort Heizungsgesetz, die wir für völlig falsch halten. Und die EU ist auch dort gar nicht befugt, solche Gesetze zu erlassen, um den Verbraucher und den Produzenten, Unternehmen einzuschränken. Wir sagen, die Entscheidung gehört eigentlich in die nationalen Parlamente, in denen die gewählten Volksvertreter sitzen und nicht irgendeine Kommission, die nicht mal gewählt ist, mit 30.000 Beamten und mit einer Ursula von der Leyen oben drüber. Sie sollte eigentlich dort auch nicht eingreifen dürfen. Nur eine Verständnisfrage, Frau Weidel. Sie haben bei der letzten Bundestagswahl... Nur den einen Satz, nur den halben Satz. Sofort, Sie sind weiter dran. Weil Sie die Kommission... Sie sind weiter dran. Eine Verständnisfrage. Sie haben bei der letzten Bundestagswahl, Frau Weidel, noch gefordert, aus der EU auszutreten. Das tun Sie jetzt nicht mehr im Wahlprogramm. Habe ich Ihnen gerade gesagt. Was hat das Umdenken bewirkt? Die Kommission stört die Marktwirtschaft. Und das ist das Problem. Wir haben sämtliche marktwirtschaftliche Prozesse aus dem Energiemarkt rausgenommen, aus dem Automobilmarkt. Sämtliche Verordnungen sind getroffen in nicht gewählten Instituten. Dementsprechend sagen wir, wir brauchen eine Rückverlagerung in die nationalen Parlamente. Also nicht mehr aus der EU austreten, wie noch bei der letzten Bundestagswahl. Wie ich gesagt habe, ein Kompetenzrückbau. Und die Frage, was das Umdenken gebracht hat, wollten Sie mir nicht beantworten. Dann beantworten Sie vielleicht die Frage. Hier war eine Dame, genau. Bürgerinnen und Bürgern. Grünen Sakko. Hier? Vielleicht nicht hier unten. Nee, genau. Ja, ich heiße Inge Wolf und ich komme aus Simmerath, der wunderschönen Nordeifel. Ich habe die Frage aller Fragen an Sie, Frau Weidel. Oh Mensch, das ist jetzt, das schürt Erwartungen. Wie passt Ihr Lebensentwurf zum Programm der AfD, in dem ausdrücklich die Ehe zwischen Mann und Frau mit möglichst vielen Kindern propagiert wird? Das passt für mich nicht zusammen. Möchte ich Ihnen gerne beantworten. Vielen herzlichen Dank, Frau Wolf, für die Frage. Und ich bin froh, dass ich das hier aufklären kann. Es handelt sich hierbei um ein Leitbild. Ja? Es ist ein Leitbild der Familie von Vater, Mutter, Kind. Ja. Es ist ein Leitbild, das auch ich mit vertrete, weil ich glaube, dass die Familie die Keimzelle unserer Gesellschaft ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass Lebenspartnerschaften von Homosexuellen, von Frau und Frau, Mann und Mann gleichgestellt sein sollten, ohne das Institut der Ehe zwischen Mann und Frau zu berühren. Jeder soll frei nach seiner Fasson leben können und dementsprechend sollte sich der Staat auch dort nicht weiter einmischen. So ist das in Einklang zu bringen. Und Sie glauben, dass Herr Höcke das auch so sieht?
Ich nehme die Frage gerne mit. Ich glaube schon, wir haben uns dort ausgesprochen, die Partei kennt mich sehr gut und ich kenne auch die Partei. Es ist eine Vertretung eines Leitbildes und ich bin Ihnen wirklich dankbar. Aber ich finde es sehr interessant, dass zum Beispiel kinderlosen Frauen diese Frage nie gestellt wird, wie sie denn das Leitbild der Familie vertreten könnten, sondern lustigerweise auch mir. Es ist kein Widerspruch und ich kann als Frau, die mit einer Frau zusammen ist, als Politikerin, die Verantwortung tragen möchte, kann ich genau das Leitbild vertreten, weil ich glaube, dass die Familien in Deutschland unter die Räder gekommen sind. Sie sind unverhältnismäßig hoch belastet und das möchte ich verändern, beispielsweise auch durch ein Familiensplitting-Modell, dass wir die Familien aufwerten und auch die Mütter. Gleichgeschlechtliche Paare und Alleinstehende entsprechen dann nicht dem Leitbild. Wie bitte? Entsprechen dann nicht dem Leitbild. Ist die Frage, was ist ein Leitbild, ne? Und wie viel passt daneben noch, neben dieses Leitbild? Aber okay, das ist vielleicht auch ein größeres Thema. Eine kurze letzte Frage, die bitte jetzt aber auch präzise und kurz gestellt. Der Herr in dem schwarzen Sakko hinten in der letzten Reihe. Ich schließe mich noch mal an diese Frage an. In dem Parteiprogramm von Ihnen ist das Wort gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht vorhanden. Ich frage mich, ist das Absicht? Eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft profitiert vom Sorgerecht, vom Erbrecht und vom besseren Steuerrecht. Ist es eine Hidden Agenda, die die AfD hat, indem sie hinter geschlossenen Türen oder im Gedankengut schon überlegt, die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft dort zu revidieren? Schauen Sie, ich kann Sie wirklich beruhigen. Ich lebe ja genau das. Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und ich glaube, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft, dass diese mit dem Rechtsstatus der Ehe gleichgesetzt werden sollte. Warum steht das Wort nicht in Ihrem Parteiprogramm? Warum? Weil es selbstverständlich ist. Ich möchte, jetzt ins Archiv, ja, es ist selbstverständlich, natürlich. Wenn Herr Höcke was sagt, dann wissen wir, dass warum Sie das heute sollte gesagt ich haben. und meine Frau nicht steuerlich gleichgestellt sein wie mit einer wie in einer normalen Ehe? Oder warum sollte ich versterben? Das ist im Übrigen ein ganz, ganz großes Thema bei uns zu Hause. Das kann ich Ihnen gerne erläutern. Das diskutieren wir tatsächlich, ich und meine Frau. Was ist, wenn mir was passiert, wenn ich bei einem Anschlag versterbe? Wie ist das eigentlich Erbschaft steuerlich und alles? Wie ist das eigentlich geregelt? Und da glaube ich, dass unsere Lebenspartnerschaft nicht nachrangig sein sollte zu einer traditionellen Ehe. Natürlich, ich lebe das. Klare Ich danke Antwort. Ihnen für Ihre Frage. Danke. Klar. Dann erzählen Sie das in Ihrer Partei. Wurde noch nachgerufen, das wollten wir nachdenken. Frau Weidel, wir sind schon am Ende der Zeit. Sie bleiben aber noch kurz. Was wir hier wieder gesehen haben, ist nichts anderes als politische Propaganda auf Kosten der Meinungsfreiheit. Jessie Wellmer hat sich nicht wie eine neutrale Moderatorin verhalten, sondern wie eine Aktivistin, die alles dran setzt, Alice Weidel bloßzustellen und zu unterbrechen, sobald eine kluge Antwort kommt. Ein fairer Austausch, Fehlanzeige. Stattdessen sehen wir wieder einmal ein durch und durch linksgrünes Publikum, das genau die Fragen stellt, die ins Framing passen. Zufall wohl kaum. Und dann der absolute Hammer ist der letzte Fragesteller, etwa der Ehemann der Moderatorin. Wenn das stimmt, dann wäre das der nächste Skandal beim ÖRR. Aber wundern würde es einen nicht mehr. Was denkt ihr? War das eine faire Sendung oder nur ein weiteres Beispiel für öffentlich-rechtliche Manipulation? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt das Video, damit die Wahrheit nicht untergeht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch und wachsam.